Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Sebastian, wir sprechen ja heute über die 7 Schritte zur selbstbestimmten Zukunft. Als wir das erste Mal darüber gesprochen hatten, musste ich ja sofort an die 7 Wege zur Effektivität von Stephen Covey denken. Tolles Buch. Und genauso toll eigentlich auch die 7 Schritte zur selbstbestimmten Zukunft, über die wir jetzt sprechen. Vielleicht kannst du ganz kurz mal zusammenfassen, an wen richtet sich denn dieses Thema? Wir haben ja ganz viele Mandanten, die sagen, ja, ins Ausland umziehen, weniger Steuern bezahlen, das ist toll, das ist eine super Idee, aber wo fange ich eigentlich an? Ja, es gibt so viele Länder, es gibt ja in der EU so viele Länder, dann gibt es außerhalb der EU noch mal viel mehr Länder. Und was mache ich zuerst? Wohnung suchen, Firma gründen, wie funktioniert das dann konkret mit Steuern, was muss ich noch in Deutschland machen, wenn ich in Deutschland lebe oder Österreich. Also das ist alles ein sehr komplexes Thema und natürlich auch ein komplexer Prozess, der in der Regel sich über Monate oder sogar Jahre hinwegzieht. Und im Grunde genommen hat da niemanden einen roten Faden. Ja. Und die Idee war jetzt eigentlich, das Ganze mal so grob zu strukturieren, auch wenn natürlich jeder Fall unterschiedlich ist. Das mal so grob zu strukturieren, mal aufzuteilen und das dann mal sequenziell eigentlich zu beschreiben in einem E-Mail-Guide, der aus 7 Teilen besteht, also 7 E-Mails, wo dann im Grunde beschrieben steht, was man dort tun sollte. Klasse. Und ich durfte ja schon mal reingucken. Für mich ist also interessant, also gerade beim ersten Schritt, der heißt ja Selbstanalyse und können wir mal ganz kurz schon ein paar Sachen, einen kleinen Einblick geben, den Zuschauern, was da so zumindest kommt. Aber für mich war es interessant, weil ich würde ja denken, das macht ja jeder. Also ich konnte mir, wenn man das so liest, kann man kaum vorstellen, dass jemand jetzt plant, ins Ausland zu ziehen und geht diesen ersten Schritt nicht. Was sagen da deine Erfahrungen? Du hast ja so viele Mandanten schon beraten dazu. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Ja, sollte man eigentlich meinen, dass das so ist, aber es gibt aus meiner Erfahrung nach extrem viele Mandanten, die hier unüberlegt mehr oder weniger ins kalte Wasser springen. Also ein konkretes Beispiel fällt mir ein. Wir hatten mal einen Mandanten, war aus Deutschland, ist dann zunächst nach Malta gezogen mit seiner Frau und die hat ein geistig behindertes Kind. Malta, muss man sich ja vorstellen, ist sehr klein, sehr viele Menschen leben da, es ist sehr busy. Was auch gut ist, ja, es ist sehr einfach, Leute zu finden, auch aus dem europäischen Ausland, Freunde zu finden, gibt viele Aktivitäten da, ja. Eine gewisse Enge natürlich. Aber dann hat der Mann, der im Investmentbereich tätig war, festgestellt, dass Zypern ihm aus irgendeinem Grund einen anderen steuerlichen Vorteil bietet und ist dann eben nach Zypern, ich will mal sagen, Hals über Kopf eigentlich umgezogen mit Frau und Kind. Und Zypern ist nun das krasse Gegenteil von Malta. Also ist ja eine sehr große Insel, ja. Da gibt's auch sehr viele menschenleere Flecken, kleine Dörfer, sehr viel auch Einsamkeit. So, das mag jetzt für ihn steuerlich gut gewesen sein. Die Frau ist allerdings todunglücklich geworden und die Ehe ist kurz danach gescheitert, ja, und die Frau ist zurück nach Deutschland. Das ist so ein typisches Beispiel, wo jemand jetzt unüberlegt handelt und im Grunde nicht reflektiert, was ist für mich das Richtige, was für eine Familie das Richtige, was ist überhaupt realistisch. Keiner hat das Interesse, weniger Steuern zu sparen, aber depressiv zu werden. Das bringt niemandem was. Ja, und deswegen ist also eine genaue Abwägung verschiedener Faktoren, das fängt natürlich beim Klima an, von Kultur, wie weit weg kann ich eigentlich überhaupt wegziehen? Möglicherweise habe ich Eltern, die kurz vor der Pflegebedürftigkeit stehen. Gibt es da andere Geschwister, Familienmitglieder, die sich um diese Eltern kümmern oder muss ich da in der Nähe sein? Also es gibt sehr viele Fragen, ja, und da haben wir noch gar nicht jetzt die Einkommenssituation angeschaut. Ja, wenn ich Kryptoeinkünfte habe, ist anders, als wenn ich Dividendeneinkünfte habe, möglicherweise, ja. Und hier muss man also sich fragen, wer bin ich eigentlich, was will ich, was ist wichtig für meine Familie, wie wichtig sind mir Freunde und so weiter und so fort. Klasse, wenn jetzt also jemand auf den Button, auf den Bestellbutton sozusagen klickt, auf der Webseite sich anmeldet, was erwartet ihn denn jetzt? Wie gesagt, also das ist ja alles komplett kostenlos. Also was ihn erwartet, ist im Grunde letztlich ein E-Mail-Guide, der ist auf 7 E-Mails aufgeteilt. Man kriegt also über 7 Tage, über eine Woche hinweg, jeden Tag eine sehr ausführliche E-Mail, die letztlich zu diesen einzelnen 7 Schritten hier dann Kontext schafft,
erklärt letztlich, auf was man besonders achten muss und natürlich verknüpft dann auch jeweils wieder zu den anderen Themen, die in dem E-Mail-Guide auch enthalten sind. Klasse. Dann können wir also alle Zuschauer, Zuhörer nur ermuntern. E-Mail-Adresse eingeben, auf Absenden klicken. Und genau, E-Mail-Adresse eingeben und dann wird man sofort ein E-Mail bekommen mit dem ersten Teil und dann in den Tagen darauf dann entsprechend die anderen Teile zu diesem E-Mail-Guide. Schön. Ich durfte ja alles schon, ich durfte die ganzen 7 Schritte schon lesen, Sebastian. Und nachdem ich das alles gelesen habe, wollte ich dir eigentlich den Vorschlag machen, nochmal zu überdenken, 7 Schritte umzubenennen in 7 Brücken, über die man gehen muss. Also auch angelehnt an den deutschen Lyriker und Textdichter, der das Lied da geschrieben hat, für Karat und Peter Maffay. Durch die beiden ist das ja bekannt geworden. Weil, ich sagte auch warum, weil alle diese 7 Schritte, die du da beschreibst, sind deswegen für mich eher wie eine Brücke, weil wenn ich über eine Brücke gehe, muss ich irgendwas hinter mir zurücklassen. Und ich muss eigentlich auch den Mut aufbringen, eine Entscheidung zu treffen. Das ist also für mich eigentlich das Wichtigste, was ich da gelernt habe, nachdem ich alles durchgelesen habe. Es funktioniert nicht mit einem halbherzigen Schritt, sondern es ist wirklich so, wie über eine Brücke, da hinten, das lasse ich zurück und jetzt bin ich in einem neuen Bereich meines Lebens. Da muss ich dir unbedingt zustimmen und das ist halt auch gerade für Personen, die sich jetzt zum ersten Mal damit befassen, oftmals schwierig, weil man hat ja auch gewisserweise Sorgen, dass man sagt, na ja, und was ist, wenn jetzt da alles nicht funktioniert? Also man will sich dort letztlich alle Optionen offen halten und sagen, okay, ich möchte mir doch noch irgendwie zum Beispiel in Deutschland meine Wohnung sichern, damit ich da eine Rückzugsmöglichkeit habe, falls das alles nicht funktioniert. Da muss man halt sagen, solche Dinge sind halt dann einfach schwierig. Ja? Also da muss man auch wirklich den Mut haben, dann ins kalte Wasser zu springen, ja, und müsste vielleicht möglicherweise sagen, wenn man sich da tatsächlich Sorgen macht, dass man dann vielleicht mal zunächst eine temporäre Lösung sucht und mögliche Steuervorteile jetzt mal hintanstellt. Ja, also das ist absolut richtig. Also das ist ein komplexes Thema. Das umfasst ja auch alles. Ja, also es umfasst letztlich mein Haus. Ja, was ich möglicherweise habe. Es umfasst meine Firma, die ich möglicherweise habe. Ja, es umfasst mein familiäres Umfeld. Also das betrifft ja im Grunde mein komplettes Leben und auch meine komplette Existenz. Ja, also das ist auf jeden Fall natürlich der Wegzug ins Ausland ein sehr wichtiger Schritt, der sehr genau auch überlegt und geplant sein wird. Klasse, genau. Also nochmal unser Aufruf an unsere Zuschauer und Zuhörer. E-Mail-Adresse eingeben, Namen eingeben, absenden und gespannt sein. Genau, und das ist dann im Übrigen auch, sage ich mal, die ideale Vorbereitung für ein Beratungsgespräch. Ja? Also oftmals macht es am meisten eigentlich Sinn, wenn man in ein Beratungsgespräch sehr vorbereitet hineingeht, damit man dann die Zeit optimal nutzen kann. Ja? Und sich im Grunde schon im Vorfeld mit all diesen Dingen eigentlich auch gedanklich intensiv auseinandersetzt. Ja, deswegen ist es letztlich so. Und weil so viele Informationen sind, haben wir es eben auf 7 Teile, auf 7 Tage auch aufgeteilt. Das ist im Grunde sowas ein bisschen, will ich mal sagen, wie eine tägliche Meditation. Ja, und man kann eine Woche lang darüber nachdenken. Man kann das dann sozusagen auch im Hintergrund gedanklich dann mal für eine Woche ständig durchspielen. Ja. Wie man das genau sieht. Und danach haben wir eigentlich dann, denke ich mal, einen ziemlich guten Überblick, ja, wie das Ganze eigentlich genau funktioniert und wie sich das jetzt konkretisieren lässt. Es wird also dann von einem eher abstrakten Plan, kann das dann zu einem sehr konkreten Plan werden. Und das ist im Grunde der Sinn unseres E-Mail-Guides, das Ganze zu konkretisieren, ganz praktisch und pragmatisch zu machen.